auch wenn ihr gerade gesehen habt, wie das Auto übelst abgeht, muss ich euch ehrlich gestehen, ich bin noch gar nicht Vollgas damit gefahren. Wir haben gerade nur schöne Aufnahmen gemacht und jetzt, wie auch beim letzten Mal mit dem alten Black Studios, habe ich einen Bastel neben mir. Jetzt mal kurz hallo. Servus. Und jetzt werden wir gleich mal ein bisschen angasen, damit ich mir ein bisschen an die Leistung gewöhne und ihr auch mal auf dem Tacho seht, was da wirklich so abgeht. Denn ihr habt ja auch schon gesehen, heute ist ein bisschen nass hier auf dem Flugplatz, deswegen müssen wir extrem vorsichtig sein, weil 1300 PS mit Semislicks. Man muss es nicht zerstören. Ja, man muss es nicht zerstören. Bei wie viel km/h soll ich mal drauf treten? Weiß ich nicht, Boris. Probier mal aus. Sagst du gut? Sagst du gut? Ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal langsam rein. Ja. 4, 3. Das Schlimme ist, es macht halt so viel Spaß. Der hört sich aber nochmal richtig brutal an, ne? Vor allem vielleicht in S Plus, dann schaltet er vielleicht ein bisschen früher. S Plus, Automatik. Weil du hast ihm ja jetzt nicht voll Kit gegeben und er will ja bis ans Ende gehen und das war jetzt so, Fahrer will Racing, aber doch nicht Racing. Ja. Ich dreh mal drauf, ja? Ja, mach das mal. Voll. Okay. Das macht einfach wieder süchtig, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, 3-mal Gas gegeben und das ist einfach nur geil. Ja, das ist cool, wenn er praktisch die Leistung übertragen kann. Jetzt hat er schon ja so einen normalen C63, dann wird das Ding halt durchdrehen, die Leistung überhaupt nicht übertragen können. Dann kannst du es ab dem 5. Gang nutzen. Bei dem Wetter heute gar nicht. Gar nicht, ja. Schaltest, kannst du es noch viel besser kontrollieren. Ja. Boah, vom Vogel ist mit der Taube lang geflogen. Boah, krass, ne? Aber wo du gerade sagst, im normalen C63 kann man es nicht kontrollieren. Warum? Wir haben es ja, glaube ich, vorher gar nicht verraten. Warum kann man es denn hier kontrollieren? Wegen dem netten Schmankel, dass wir hier Allradantrieb haben. So, Sebastian, du hast ja gerade eben schon gesagt, der bringt die Leistung trotz Semislicks, diesem tollen Wetter und, glaube ich, knapp 5 Grad Außentemperatur so gut auf die Straße, weil ihr dem Allradantrieb verpasst habt. Genau. Also das Fahrzeug wurde ja umgebaut auf Allradantrieb. Es ist das 4MATIC Plus, also es hat noch einen kleinen netten Schmankel. Das heißt, glaube ich, Driftmodus. Genau. Und gleichzeitig heißt auch, weil das Ding ist, viele von euch werden sich jetzt auch an der Stelle fragen, okay, es gibt doch die C-Klasse mit Allrad, im C43 zum Beispiel. Genau. Aber ihr habt ja das System quasi vom E63 hier verbaut oder CLS. Genau, das Auto als erstes im Vergleich zum 43er hat ja die Nassanverkupplung, also dass überhaupt ein Restart möglich ist. Ja. Dann hat es das 4MATIC Plus, das heißt das Mitteldifferential ist so konstruiert, dass man den Allrad zuschalten oder abschalten kann. Also man kann ihn als reinen Hecktriebler auffahren. Um mal ein bisschen quer zu fahren, ja? Und die Kraftverteilung ist hier auch variabel zuschaltbar. Also nicht von dem Fahrer selber, aber die Elektronik macht es. Aber ist das der Grund? Weil ich habe es auch gerade beim Gasgeben gemerkt, weil der Arsch hat auch mal ein bisschen so gemacht. Der fährt quasi immer auf Heckantrieb und schaltet dann quasi ein Allrad erst zu, wenn er den Schluck spürt. So, deshalb. Das ist kein permanenter Allradantrieb wie beim C43, sondern das ist ein Hecktriebler, wo bis zu 50% auf die Vorderachse schieben kann. Also er schaltet die Vorderachse immer stärker zu, wenn er den Schlupf hinten merkt, und bis zu 50-50 Kraftverteilung kann er machen. Ja, und die nächste Frage ist eigentlich nur, wie viel Kopfzerbrechen war es, das zum Laufen zu bringen? Das auch, ich meine, in der Elektronik, du kannst im Tacho einfach Driftmodus auswählen, es funktioniert alles. Das war sehr aufwendig. Das Auto gibt es ja nicht als Allradantrieb. Also C-Klasse, wie du gesagt hast, gibt es schon, aber nicht den 63er. Die Vorderachse ist ja jetzt von der E-Klasse, die ist breiter. Na gut, passt ja auch, weil gerade das Coupé ist ja auch breiter wie zum Beispiel ein normaler C200 oder C43. Ja, also Coupé 63er. Weil Coupé 43er ist ja auch schmale Karosserie. Schmal, Deswegen, wir haben auch Federbeine gebraucht, also Stoßdämpfer. Sind jetzt hier vom KW extra wieder für
für GAD entwickelt worden. Das sagst du aber gerade, weil der E63, den gibt es nur mit Luft, oder? Ganz Deswegen gibt es ja quasi kein Fahrwerk für das Fahrwerk, ja? Ganz genau, für das Auto. Also es sind hier Gewindefahrwerk Stufe 3, wo in Härte und also in Zug- und Rufstufe verstellbar ist, extra für den 4MATIC-Antrieb für die C-Klasse entwickelt worden von der Firma KW. Ja, Dankeschön nochmal an KW. Dann wurde die ganzen Achsschenkel etc. alles von der E-Klasse übernommen und das Mitteldifferential natürlich auch. Dann ist es ja aber so, dass das ja alles auf elektronischer Basis ist. Das ist ja nicht mechanisch. Das ist ja im Vergleich zu dem Black Series vom letzten Mal, da läuft ja alles mechanisch ab. Da ist ja die Kraftverteilung immer 63, 37 zwischen Hinter- und Vorderachse. Die ist quasi fest und hier kannst du ja variabel einstellen. Ne? Und dass das mit dem Fahrzeug kommuniziert, dass dieser Driftmode und so weiter funktioniert. Das war schon ein bisschen Kopfzerbrechen. Ja, rein äußerlich ist ja das Auto Serie geblieben. Das Einzige, was man abändern musste, sind ja die Räder. Die sind jetzt von den Dimensionen hinten wie vorne gleich groß, wegen dem Allradantrieb, weil man braucht ja den gleichen Abrollumfang, damit das Allradantrieb nicht durcheinander kommt. Bei dem serienmäßigen C-Klasse, der hat ja hinten 20, vorne 19 Zoll. Hier mussten wir auf 20/20 gehen. Da gibt es ja bei den 4-Liter-Motoren gibt es ja die LS1-Motoren, C-Klasse, und LS2-Motoren, E-Klasse. Deswegen hat man ja diesen Ausgleichsbehälter, die Luftfilterkästen. Und glaube ich auch das Steuergerät hier, Steuergerät oben, ja, wie bei der E-Klasse. Natürlich ist dadurch auch ein bisschen Gewicht mehr reingekommen, aber man hat immer noch einen Gewichtsvorteil von ca. 200 Kilogramm im Vergleich zu E-Klasse. Ja, und was ich mich jetzt als nächstes frage, wir haben ja, das habt ihr ja vorhin schon gesehen, den 4-Liter-Motor, den ja in diesem Fahrzeug serienmäßig ist, mit 1300 PS. Letztes Mal hast du einen McLaren mitgebracht mit dem Kai. Wo ist denn der Kai? Hast du dieses Mal ein Auto, wo es ein bisschen mehr eine Chance hat? Und zwar diesen E63 AMG, dessen Antriebsstrang von GAD Motors mit einer Stage VIP optimiert wurde. Ja Kai, nach der Klatsche mit dem McLaren das letzte Mal hast du jetzt mal ein Auto mitgebracht, auch sehr englisch, würde ich mal sagen, mit dem Lenkrad auf der falschen Seite. Ja, mit dem Lenkrad ist ein bisschen was schief gelaufen, ist irgendwie auf der falschen Seite montiert worden. Dennoch ist das Auto von uns optimiert, nicht so wie der McLaren im Serienzustand das letzte Mal. Ich dachte, weil du ja so große Töne gespuckt hast hier, du siehst schon, was auf deinem Rücken steht. Ja, genau. Dachte ich, bringe ich jetzt ein GAD-Auto mit, dein GAD-Auto. Ja, aber wie viel Leistung sprechen wir jetzt nochmal beim E63? Der hat jetzt 1200 PS. Das heißt also, wenn ich ein bisschen eine halbe Sekunde zu spät aufs Gas drücke, dann habe ich es nachsehen wahrscheinlich. Ne? Es wird eng, es kommt auf jeden Fall auf den Fahrer drauf an. Wir haben 100 PS Unterschied und knapp 200 Kilo Unterschied. Dein Auto ist knapp 200 Kilo leichter und hat 100 PS mehr. Ja. Und wir werden gleich noch ein Viertelmeile-Rennen machen, aber dieses Mal machen wir zuerst das Rolling Race, weil ihr seht, der Track bzw. die Flugbahn trocknet langsam ab und deswegen machen wir das jetzt erst und ich würde sagen, Kai, schwing dich in dein Fahrzeug, ich schwing mich rein und dann geben wir auch wieder Vollgas. Ja, so Freunde, ich würde sagen, auf los geht's gleich los und ich bin wieder böse nervös. Denn wie ihr vorhin schon mitbekommen habt, der Allradantrieb, der setzt erst ein, wenn er erstmal der Wagen Schlupf an der Hinterachse spürt. Das heißt, der macht einmal wupp und dann haut er rein. Deswegen, ich muss aufpassen, dass das Auto nicht erstmal hier den macht, wenn wir gleich Vollgas geben. Aber wir kriegen das schon hin. Oh Mann, ey, ihr glaubt gar nicht, wie nervös ich wieder bin. 1300 PS, C63 GAD Motors, 4MATIC Plus. Fahren den vierten Gang hoch, runter. Fahren 70 und. Marius geben wir so ein schnelles Auto nicht mehr. Oh, und der Kai, hat er vergessen aufs Gas zu treten oder was? Der Kai, hast du irgendwie vergessen aufs Gas zu treten oder was ist denn los bei dir? Bist du witzig.
Ja, war es so chancenlos oder was? Ich hatte nur, muss mich konzentrieren, dass ich meinen Kopf vorne halte. Ja, wie war es denn? Willst du nochmal versuchen oder reicht dir die Packung? Ich würde sagen, jetzt versuchen wir es mal aus dem Stand raus. Ja gut, dann versuchen wir es mal schnell aus dem Stand raus. So, jetzt aus dem Stand kommt es ja noch mal mehr richtig auf Reaktionszeit an. Ich sage euch aber wieder nur eins, es ist mal wieder krass, wie man sich trotzdem irgendwie daran gewöhnt. Also das letzte Mal, muss ich euch ehrlich sagen, vor dem Black Series hatte ich viel mehr Schiss, war ich viel nervöser. Aber jetzt, also es ist halt wirklich immer wieder bei GAD mit dem Allradantrieb, wie die das hinbekommen, das fühlt sich mega sicher an. Das kann ich echt nur so sagen, mega sicher. Ja, jetzt geht's wieder los. Launch Control gleich aktivieren. Ich sehe auch schon die andere Kamera, wo der Kai gleich verliert. 3, oh. 2, 1, Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Ich habe keinen Gang drin gehabt. Kai, also ich überzeuge oder ich überrasche aufs Neue immer wieder mit irgendeinem Scheiß. Ich habe keinen Gang drin gehabt. egal, Outback. Hey Freunde, ich so jedes Mal eine Comedy-Veranstaltung. Wo hast denn du eigentlich deinen Führerschein gemacht? Ja, wo habe ich meinen Führerschein gemacht? Ja, keine Ahnung, habe ich im Lotto gefunden oder so, ich weiß es nicht. Aber in meinem Führerschein lernt man doch auch nicht, wie man eine Launch Control macht, Kai, also bitte. Nee, aber ich habe es dir ja gerade erklärt. Ja, Gang einlegen hast du vergessen, dass wir den zum Starten brauchen. Und das ist das, was du in der Fahrschule lernst, den Gang einlegen vor dem Fahren. Tut mir leid, ich habe einen Schalterführerschein gemacht, keine Automatik. Auch da musst du einen Gang einlegen. So, Okay? jetzt der Gang eingelegt, wir können. 3, 2, 1, Alter, ist das. Alter, ist das. Alter, sind wir schon wieder bei 240. Boah. Frag mich nicht wie, aber ich habe den Start versemmelt. Marius, das müssen wir nochmal machen. Ich habe den Start versemmelt. So lasse ich das nicht auf mir sitzen, da möchte ich eine zweite Chance. Die kriegst du natürlich, Kai. Ich habe mal wieder noch einen Fehler gemacht. Ich habe die Traktionskontrolle mal wieder angelassen. Aber ich habe dich ja trotzdem versägt. Das auch noch. Ja, die machen wir jetzt erstmal aus. Solange er nicht wieder blinkt. Ja, so, komplett off. So muss das. Oh Mann ey, das ist einfach geil. Ich sag euch ganz ehrlich, ich liebe immer diese Drehs mit den Jungs von GAD. Das ist einfach geil. Ist immer lustig und solche Autos fahren zu dürfen ist schon echt mega geil. Also ich sage euch eins, es ist einfach nur verrückt, wenn ihr mal drüber nachdenkt. Der C63 hat serienmäßig 510 PS und jetzt haben wir 1300. Ich meine, das ist mehr als doppelt, das ist einfach nur geisteskrank, aber wir lieben es. Wir lieben es. So Marius, Gang einlegen, ESP ausmachen und mit der Launch Control, du weißt schon, wie es funktioniert, oder? Oder soll ich noch irgendwas erklären? Kai, mittlerweile habe ich es verstanden. Ich habe gerade sogar hier den Herrn gefragt, wo ich mein Handy habe. Ne? Dass ich es hier in der Scheibe hängen habe, ist mir irgendwie nicht mehr, habe ich irgendwie vergessen. Guten Morgen Marius, guten Morgen. Ja, guten Morgen, ne? Wir haben jetzt schon 1 Uhr, aber gut. Ich würde sagen, Traktionskontrolle ist aus, wir können loslegen. Also heran, wenn du möchtest, wenn der Kai auch kann, dann können wir los. 3, 2, 1. Fenster ist offen! Fenster ist offen! Das ist einfach krass, wie schnell man hier hohe Geschwindigkeiten erreicht, obwohl das eigentlich jetzt nichts Besonderes ist, wenn man darüber nachdenkt, dass man 1300 PS hat. Also Kai, was war denn jetzt los? Du hast den riesen Vorteil mit den Toyos-Reifen. Ach so. Ich habe nur Michelin Supersport hier drauf und das Ding dreht tatsächlich im 3. Gang, beziehungsweise im 2. fängt er an, mit allen 4 Rädern durchzudrehen und ja, dann knickt du kurz ein und dann bist du schon weg.
Ja, weil ich habe auch gesehen, beim Launch waren wir echt ziemlich gleich und danach, ich habe nur noch nach vorne geguckt und habe gemerkt, dass ich das Fenster offen gelassen habe. War ja klar, dass es nicht einfach so ablaufen kann, dass du wieder was vergisst. Aber wenn wir vorne ankommen wieder, bin ich mir sicher, sehen wir 2 schwarze Balken bei mir auf der Spur. Ich weiß echt nicht, was immer bei uns los ist, wenn wir sowas machen, weil ganz ehrlich, ich habe vorhin schon wieder angefangen zu blinken auf dem Flugplatz. Das ist schön. Das ist einfach nur schön. Da kann ich noch ein bisschen Rennen aus. Obwohl ich ganz später drauf getreten habe. Keine Chance. Und jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, 1200 PS, 1300 PS. Der Kai hat ja gerade eben schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Warum, gerade eben hat der Kai ja sogar früher aufs Gas getreten wie ich, warum konnte ich den trotzdem noch abziehen? Weil an sich, die Autos, ist so ein großer Gewichtsunterschied oder woran liegt das? Der Gewichtsunterschied ist groß. Wie man sieht, Sportsitze, klar, hier sind ja auch die AMG Performance Sitze, aber zu den Carbonschalen sitzen. Ja gut, die haben wir trotzdem halt wahrscheinlich noch Heizung und Lüftung drin. Ganz genau. Auto an sich selbst wiegt weniger, also summa summarum, beide waren auf der Waage, 200 Kilo Unterschied. Okay, ist ja schon mal ordentlich was. Ja. Und 100 PS. Dann natürlich, du fährst hier mit den Semi-Slick-Reifen. Schön mit den Toyos und hier mit den Michelins, wie der Kai gesagt hat. Die Wetterbedingungen sind heute nicht die optimalsten. Ja, vielleicht ist gerade 7 Grad Außentemperatur. Und da hat man natürlich noch, weil beide Reifen sind, glaube ich, nicht komplett ins Leben gekommen von den Temperaturen her. Und aber weil wir Semi-Slicks haben, sind die natürlich da eindeutig im Vorteil, weil der Kai hat ja zu mir gesagt, der hat ja, glaube ich, im zweiten hat er angefangen dann durchzuspulen, wie wir gelauncht sind. Und dann war ich dann schon ganz woanders. Ja, also zum Starten auf jeden Fall mit den Semi-Slicks besser. Und aus dem Rollen, klar, 200 Kilo Gewicht plus 100 PS. Also wenn man das jetzt umrechnen würde auf Motorrad, was ja ca. 200 Kilo wiegt, so eine BMW RR und hat ja 200 PS, hier hat man 100 PS, aber trotzdem, du bist ja mit einer 600er ungefähr. Du hast eine 600er mehr unten. Ja, und dann kommst du natürlich doch auch noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger auf der Wampe noch drauf hat, ne? Ja, okay, der Kai ist auch fett. Voll. Ja, ja. Aber gut, ich glaube, das haben wir nochmal gut was dazu gesagt. Ich habe euch ja gesagt, am Ende gibt es nochmal ein kleines Schmankerl, denn ich werde mich mit dem Kai jetzt nochmal ins Auto setzen, den Drift-Mode aktivieren und dann gibt es nochmal ein paar schöne Aufnahmen für euch. Auch wenn er nicht fahren kann, aber driften kann er. Ja, fahren kann der Kai auch. Aber Kai, das ist doch, glaube ich, auch sauschwer zu kontrollieren, oder? Weil wenn bei den großen Turbos der Ladedruck dann mal reinkommt, weil dann ist es so, okay, jetzt haben wir gerade vielleicht 500 Newton mehr und dann so bam, über 1000 auf einmal. Genau, das ist der Knackpunkt. Man fährt hier mit der Automatik, das heißt, man kann nur über leichtes Aufschaukeln und einen vollen Gaspedal-Befehl das Auto querstellen. Und du hast halt einfach diesen kurzen Moment, wo noch kein Ladedruck anliegt. Und dann hast du so eine kurze Verzögerung und wenn der Ladedruck dann aber kommt, dann kommt er halt richtig biestig. Ja, dann wird es halt gleich ein Biest und dann dreht er richtig durch und dann muss das Timing erwischen, das Gas wieder zu lupfen und den Drift dementsprechend dann zu halten. Ich hoffe, ihr hattet dabei noch mal Spaß, aber ich habe euch noch eine Überraschung vorbereitet, nämlich einen Ausblick, was wir bald zusammen halt drehen werden, mit einem ganz besonderen Fahrzeug. Und das Schmankerl, was ihr jetzt nochmal zum Schluss gezeigt bekommt, ist ein ganz besonderes Auto, nämlich dieser SLS AMG, der wieder frisch aus Dubai zurückgekommen ist. Und der Sebastian will uns jetzt mal erzählen, weil das ist so sein gleichzeitig Herz- und Leidensprojekt. Ja. Und wir beide haben uns tatsächlich auf einem Beschleunigungsrennen, wo ich damals das für die Uni gedreht habe, kennengelernt, als das Auto gerade dort beim Rennen war. Und ich glaube auch ein SLS kennt ihr ja alle von außen, deswegen öffne bitte mal die Motorhaube und zeig uns mal, was ihr da damals vollführt habt. Genau. So. 6,2 Liter Biturbo, 7-Gang DCT,
Und wie viel Leistung? Ja, eigentlich sollten es mal 800 sein, sind aber jetzt mittlerweile 1300 geworden und dann muss jetzt alles ein bisschen aufgefrischt werden. Deswegen ist das Auto wieder hier. Jetzt hat er 1300 PS, fährt eine 3.8, 100/200 auf die halbe Meile, 308 km/h. Einer der besten Autos, wo wir je gebaut haben, ist auch ein sehr schwieriges Projekt geworden. Sehr viele Sachen mussten neu gemacht werden, hat auch sehr viel Mühe gekostet, aber es ist geil geworden und sehr schön zu fahren. Ein riesiger V8 mit 2 Turboladern dran, ist ganz anders zu fahren, obwohl das Auto vom Konzept her so ähnlich ist wie ein GTR, aber durch diesen großen Motor mit der leichten Aufladung, also wir fahren hier 0,7 Bar Ladedruck bei dem Ding. Ist ja im Verhältnis zu den 4-Liter-Motoren, was ihr da fahrt, mit über um die 2 Bar oder mehr noch. 2,5. Ist ja gar nichts im Verhältnis, aber klar, deswegen, wir wollen jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen, wie das komplette Auto umgebaut wurde und natürlich, wenn es aufgefrischt wird technisch, wird da auch noch wahrscheinlich ein bisschen was an der Leistungsschraube gedreht. Deswegen, wir werden dann noch ein richtig ausführliches Video zu machen, wo wir den dann auch mal fahren werden, aber jetzt nur, damit ihr schon mal einen Eindruck davon bekommt, was bei GAD gerade so abgeht, weil ich sage euch eins, also wie ich das Auto damals gesehen habe, also dass ich jetzt mal ein Video damit drehen werde, was ich potenziell auch was wir zusammen eine Runde damit drehen, das hätte ich damals nicht gedacht und das wird, glaube ich, richtig geil. Und ich hoffe auch, ihr hattet Spaß beim heutigen Video, weil das war, glaube ich, mal wieder was richtig Besonderes. Ich hatte auch richtig Bock, mal wieder videotechnisch so richtig auf die Kacke zu hauen, für euch richtig mal einen rauszuballern und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Schon mal vielen Dank, Sebastian. Nichts zu danken. Und an der ganzen Team. Und dann würde ich wie immer sagen, GAD ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und dann abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann hoffentlich bald im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao. Aber es macht wirklich einfach süchtig. Ja, ich weiß, du willst noch Marius, brauchst noch ein paar Aufnahmen, noch eine Runde. Komm, noch eine Runde. Ah, das war unscharf, oder? Ja, ich glaube auch, es war unscharf. Nochmal. Ach ja. Guck mal nach hinten. Da hast du aber ein schönes Schwächchen gelassen. Geil. Alter, das ist so geil mit euch immer.